Es war genau 12:32 Uhr. In Spanien versanken 60 Millionen Menschen plötzlich in der Dunkelheit. Die U-Bahn stand still, die Ampeln erloschen. Krankenhäuser schalteten auf Notstrom um. Und das dauerte nur 18 Stunden. Aber die Welt wird das nie vergessen. Ich bin der Krisenwolf. Ich lebe in Berlin. Halb deutsch, halb türkisch. Und was ich dir heute erzähle, ist kein Science-Fiction-Film. Es geschah 2025. Es ist real. 28. April 2025. Die Iberische Halbinsel, also Spanien und Portugal, erlebte die größte Stromkrise Europas. Die schwerste Netzkatastrophe der letzten 20 Jahre. ENTSO-E stufte sie als höchste Stufe 3 ein. Warte mal kurz. Denkst du, das war in Spanien, betrifft mich nicht? Genau dieses Denken ist das, was dich in Gefahr bringt. Denn Europas Stromnetz ist ein einziges Netz. Wenn es in einem Land wackelt, spüren wir es alle. Was geschah also am 28. April? Innerhalb von Sekunden begann eine Kettenreaktion. Wind- und Solaranlagen schalteten sich automatisch ab. 208 Megawatt, weg auf einmal. Dann noch eine. Dann noch eine. Wie Dominosteine. Die ans Netz angeschlossenen Erzeuger fielen einer nach dem anderen aus. Die Spannungsgrenze wurde überschritten. Und genau um 12:32:57 Uhr trennte sich die Iberische Halbinsel automatisch vom kontinentaleuropäischen Stromnetz. In wenigen Sekunden. Ohne jede Vorwarnung. In den Straßen Madrids erstarrten die Menschen. Hunderte saßen in U-Bahn-Tunneln fest. In den Supermärkten begann Panikeinkauf. Brot, Konserven, Toilettenpapier. Die Menschen wussten nicht einmal, was sie kaufen sollten. Sie wollten nur irgendetwas kaufen. Der Bahnbetreiber Renfe schaltete das gesamte nationale Netz ab. Der Flughafen Madrid-Barajas war betroffen. Die Kühlkette wurde bis zu 18 Stunden unterbrochen. Der Schaden in der Lebensmittelindustrie. Unvorstellbar. Produkte im Wert von Millionen Euro wurden vernichtet. Um 17 Uhr kehrte in einigen Gebieten Strom zurück. Um 20:30 Uhr waren erst 35% Spaniens mit Energie versorgt. Um 23 Uhr lag noch die Hälfte der Bevölkerung im Dunkeln. Erst um 7 Uhr morgens wurden 99,95% erreicht. Fast ein voller Tag. Jetzt muss ich dich etwas fragen. Wenn dein Zuhause heute 18 Stunden lang dunkel bliebe, was würdest du tun? Dein Ladegerät funktioniert nicht. Deine Bankkarte ist nutzlos. Die Wasserpumpe steht still. Bist du wirklich vorbereitet? Spanien war 2025 nicht der einzige Fall. Am 18. Mai 2025 ereignete sich in Nordmazedonien ein ähnlicher Netzzusammenbruch. 79% des Landes waren ohne Strom. Glücklicherweise wurde es in 3 Stunden wiederhergestellt. Aber selbst 3 Stunden haben viel gelehrt. Am 4. Juli 2025 brach in Tschechien ein Kabel. Ein einziger Leitungsausfall. Aber er schaltete nacheinander 9 Übertragungsstationen ab. Rund 1 Million Kunden waren betroffen. Ein Kabel, 1 Million Menschen. Das sind keine Einzelereignisse. Im europäischen Netz gab es seit 2021 6 größere Störungen. Die deutsche Bundesregierung bestätigte dies persönlich in einer offiziellen Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. 6 große Vorfälle in 4 Jahren. Warum hat Deutschland noch keinen großen Ausfall erlebt? Das deutsche Netz gehört zu den zuverlässigsten weltweit. 2024 betrug die durchschnittliche Ausfallzeit nur 12 Minuten. Ja, 12 Minuten. Nahezu perfekt. Aber Vorsicht! Zwischen nahezu perfekt und perfekt liegt ein riesiger Unterschied. Und gerade erleben wir den größten Infrastrukturumbau in der Geschichte Europas. Energiewende, erneuerbare Energien. Und dieser Umbau macht das System fragiler. Alte Wärmekraftwerke hielten die Netzfrequenz stabil. Dank ihrer rotierenden Turbinen gaben sie dem System eine Art Schwungmasse. Sonnenpaneele und Windturbinen können das nicht. Ein leichteres System bedeutet ein schwingungsanfälligeres System. 50 Hertz. Noch vor wenigen Jahren galt eine Abweichung davon als nahezu unmöglich. Jetzt kommt es beim stündlichen Fahrplanwechsel zu erheblichen Frequenzabfällen. Experten beobachten diese Veränderungen mit Unbehagen. Warum fällt die Frequenz beim Stundenwechsel? Weil der Strommarkt die Kraftwerke stündlich neu programmiert. Wenn dieser Übergang zu schnell erfolgt, entsteht im System ein plötzliches Ungleichgewicht. Die Marktgeschwindigkeit kommt vor den Gesetzen der Physik. Das ist gefährlich. Lass mich dir jetzt mit einer Zeichnung zeigen, warum Europa so verwundbar ist. Stell dir vor, ein großes Spinnennetz. Jeder Knoten ist ein Land. Alle miteinander verbunden. Berühr einen und alle zittern. Die Schönheit und das Problem dieses Netzes sind dasselbe: Vernetzung. Wenn ein Land zu viel produziert, verkauft es ans nächste. Aber wenn in einem Land ein großer Ausfall passiert, kann sich dieser Ausfall auf die Nachbarn ausbreiten. In Spanien begann es, fast sprang es auf Frankreich über. Die EU hat ein Ziel bis Ende 2025, 70% der grenzüberschreitenden Leitungen für den internationalen Handel zu öffnen. Das ist gut für den Handel, aber für die Systemsicherheit riskant. Ein offeneres Netz bedeutet eine schnellere Ausbreitung von Störungen. Und der Klimawandel? Dürre beeinträchtigt Wasserkraftwerke. Extreme Hitze reduziert das Kühlwasser für Wärmekraftwerke. Starke Stürme beschädigen Übertragungsleitungen. Die Natur ist jetzt ein Feind des Netzes. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage. Und du? Und Berlin? Ist ein großer Deutschland-Blackout wirklich möglich? Die ehrliche Antwort? Nicht ausschließbar. Wahrscheinlich? Geringe Chance. Aber nicht null. Und der Unterschied zwischen null und gering ist alles. Was passiert genau bei einem Blackout? Lass uns das Schritt für Schritt erklären. Was ändert sich in der ersten Sekunde? Alles. Das Licht erlischt, der Kühlschrank steht still, das Internet fällt aus, das Handy beginnt sich zu entladen und am wichtigsten, die Wasserpumpe hört auf zu arbeiten. In der ersten Stunde sieht das Leben noch handhabbar aus. Menschen zünden Kerzen an, schließen Powerbanks an, sagen, kommt in ein paar Stunden zurück. In dieser Phase bleiben die meisten ruhig.
Manche machen sogar Witze. Ich habe das auch mal gemacht. Aber wenn es länger als ein paar Stunden dauert, in den ersten 6 Stunden beginnt sich die Stadt zu verändern. Tankstellen funktionieren nicht. Geldautomaten fallen aus. Supermarktkassen arbeiten nicht. Kartenzahlung ist unmöglich. Und die Menschen merken, kein Bargeld zu Hause, nicht genug Essen zu Hause. Nach 12 Stunden wird es ernst. Krankenhäuser laufen auf Generatoren, aber Treibstoff ist begrenzt. Kommunikationsnetze beginnen langsam zu kollabieren. Backup-Akkus von Mobilfunkmasten sind meist für 4 bis 8 Stunden ausgelegt. Danach werden auch die Telefone schweigen. Nach 24 Stunden ist das kein Ausfall mehr. Das ist eine Krise. Der Wasserdruck beginnt zu sinken. Der Verkehr wird vollständig chaotisch. Die Kühlkette für Lebensmittel ist unterbrochen. Supermärkte sind entweder geschlossen oder leer. Nach 72 Stunden, also 3 Tagen, wird es zu einem gesellschaftlichen Notfall. Medikamente wie Insulin verderben. Dialysepatienten geraten in große Gefahr. Zu Hause bleibt keine ausreichende Heizung. Und das Gefährlichste, die Menschen geraten in Panik. Die soziale Ordnung beginnt zu wanken. Das sage ich nicht, um dich zu erschrecken. Das ist eine physische Realität. Moderne Städte funktionieren mit einem 72-Stunden-Vorrat an Essen und Wasser. Supermärkte werden täglich aufgefüllt. Fällt der Strom aus, stoppt dieser Kreislauf. Und die Kette bricht. Jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten. Denn Vorbereitung funktioniert wirklich. Weißt du, was mit Ibiza und den Kanarischen Inseln in Spanien passierte? Nichts. Weil sie nicht mit dem kontinentaleuropäischen Netz verbunden sind. Sie haben eigene Inselnetze. Unabhängigkeit schützte sie. Auch du kannst deine eigene kleine Insel aufbauen. Das ist eine Metapher, aber sie ist real. Ein vorbereitetes Haus wird in einem Krisenzustand zu einer nahezu unabhängigen Einheit, die ihre eigene Energie erzeugt. Wie machst du das? Genau darum geht es jetzt. Erste Maßnahme: Wasser. Bei einem Stromausfall funktioniert die Wasserpumpe nicht. Das bedeutet, in Wohnungen und Häusern sinkt der Wasserdruck. Pro Person werden täglich mindestens 3 Liter Trinkwasser benötigt. Für eine 4-köpfige Familie für 7 Tage 84 Liter. Du kannst große PET-Flaschen oder spezielle Wasserbehälter verwenden. In eine Ecke stellen, vergessen. Alle 6 bis 12 Monate erneuern. So einfach. Und in einem Krisenmoment bewahren dich diese Flaschen davor, stundenlang zum Markt zu rennen. Vielleicht retten sie dein Leben. Zweite Maßnahme: Licht. Du zündest eine Kerze an. Schön, aber 18 Stunden Kerze brennen ist sowohl gefährlich als auch unpraktisch. Stattdessen aufladbare LED-Taschenlampen, Solarladegeräte und am wichtigsten ein batteriebetriebenes Radio. Warum ist das Radio so wichtig? Bei einem Blackout gibt es kein Internet, kein Fernsehen. Aber der öffentliche Rundfunk läuft weiter. Notfallinformationen kommen von dort. Wie lange dauert es? Welche Gebiete sind betroffen? Wohin soll man gehen? Das Radio gibt dir die Antworten. Essen. Nein, du musst keinen 2-Jahres-Vorrat anlegen. Kurz gesagt, ein 7-Tage-Vorrat an Fertignahrung schützt dich vor den meisten Krisen. Konserven, Nudeln, Reis, Nüsse, Dinge, die leicht zu kochen und haltbar sind. Aber warte, wie kochst du ohne Strom? Gute Frage. Campingkocher oder Gaskocher? Selbst ein kleiner Kocher mit Butankartuschen reicht aus. Halte ein paar Ersatzkartuschen bereit. Die sind günstig und kompakt. Und in einer Krisensituation unbezahlbar. Vierte Maßnahme: Bargeld. Das ist meiner Meinung nach die am meisten übersehene Vorbereitung. Die Karte funktioniert nicht. Geldautomaten sind nicht verfügbar. Banken geschlossen. Aber wenn jemand im Laden Bargeld akzeptiert, bist du vorbereitet. Ich empfehle, mindestens 200 bis 300 Euro Bargeld zu Hause zu haben. Fünfte Maßnahme: Medikamente. Wenn du regelmäßig Medikamente nimmst, halte immer mindestens einen 2-Wochen-Vorrat bereit. Besonders Medikamente wie Insulin müssen kühl gelagert werden. Kühltaschen und Kühlakkus retten in diesem Fall Leben. Buchstäblich Leben retten. Sechste Maßnahme: Powerbank und Ladestrategie. Das Telefon ist eine Lebensader, aber ein durchschnittlicher Telefonakku ist in 1 bis 2 Tagen leer. Eine Powerbank mit großer Kapazität, also mindestens 20.000 mAh, gibt dir 3 bis 4 volle Ladungen. Es gibt inzwischen auch Solarmodelle. Kleiner Tipp: Lade alles auf, bevor du eine Krisenwarnung bekommst. Telefon, Powerbank, Taschenlampe. Manchmal fällt der Strom aus, gerade wenn du noch überlegst, ich lade das mal auf. Das habe ich gelernt. Auf die harte Tour. Denn genau dann saß ich mit halbvollem Akku da. Siebte Maßnahme: Heizung. Ein Stromausfall im Winter kann eine ernste Gefahr darstellen. Besonders für ältere Menschen und Kinder. Ein gut wärmegedämmtes Haus hält seine Wärme länger. Decken, Thermounterwäsche und wenn möglich ein tragbarer Gasheizer. Achtung! Beim Betrieb von Gas- oder Holzöfen in geschlossenen Räumen immer für ausreichende Belüftung sorgen. Kohlenmonoxidvergiftung ist ein stiller Killer. Jedes Jahr sterben in Deutschland Dutzende Menschen daran. Handle mit diesem Bewusstsein. Sicherheit geht vor allem. Achte Maßnahme: Kommunikationsplan. Wie kommunizierst du in einer Krise mit Familienmitgliedern? Telefone funktionieren vielleicht nicht. Bestimme einen Treffpunkt, einen Ort, den alle kennen. Ein einfacher Plan wie: Wenn das Licht ausgeht, treffen wir uns im Park des Viertels. Wirkt Wunder. Wenn du mich fragst, ist das nicht übertrieben? Nein, das ist der Kern der offiziellen Empfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Genau diese Liste teilen sie mit den Bürgern. Das ist nicht meine Erfindung. Lass uns jetzt etwas technischer werden. Warum wurde Spanien später als Portugal wiederhergestellt? Weil Spaniens Netz größer und komplexer ist. Den Neustart durchzuführen, ist nicht wie ein Auto starten.
Es ist wie das Zusammensetzen eines großen Sinfonieorchesters von Grund auf. Um ein Stromnetz neu zu starten, werden zuerst kleine Stationen aktiviert. Dann werden diese mit großen Kraftwerken synchronisiert. Dieser Vorgang heißt Schwarzstart. Er kann Stunden, manchmal Tage dauern. Experten beschreiben ihn als perfekte Choreografie. In Spanien am 28. April dauerte diese Choreografie 18 Stunden. Und das gilt als erfolgreicher Neustart. Denn theoretisch hätte es auch Wochen dauern können. Diese Tatsache braucht etwas Zeit zum Verdauen. Jetzt kommen wir zu einer wichtigen Frage. Warum ist die Situation in Deutschland anders? Erstens, Deutschland hat ein spezielles Bahnstromsystem. Es wird nicht wie in Spanien aus dem öffentlichen Netz gespeist. Das allein ist eine große Sicherheit. Aber diese Sicherheit ist nicht grenzenlos. Deutschlands Südregionen sind besonders verwundbar. Kritische Leitungen für den Stromfluss von Nord nach Süd wurden jahrelang blockiert, deren Bau verzögert. Bayern schloss Kernkraftwerke. Aber die Ersatzkapazitäten wurden noch nicht vollständig aufgebaut. Der Energieexperte Herbert Sauruck sagt seit Jahren, wir machen den größten Infrastrukturumbau, wie eine Operation am offenen Herzen, unkoordiniert, hastig. Diese Metapher ist sehr schwer, aber sehr zutreffend. Der Energieexperte Herbert Sauruck sagt seit Jahren, wir machen den größten Infrastrukturumbau, wie eine Operation am offenen Herzen, unkoordiniert, hastig. Diese Metapher ist sehr schwer, aber sehr zutreffend. Diese Box gibt dir die Chance, die ersten 24 Stunden zu überleben. Und sie vorzubereiten dauert 30 Minuten. Weniger als eine Netflix-Episode. Du kannst das jetzt tun, heute Abend. Und morgen früh wachst du als ein ruhigerer Mensch auf. Solidarität mit Nachbarn ist auch ein kritischer Faktor. Alleine zu überleben ist viel schwerer. Wenn dein Nachbar in einer Krise einen Generator hat und du einen Wasservorrat hast, zusammen seid ihr beide sicherer. Gemeinschaft ist das stärkste Notfallwerkzeug. Genau das passierte in Spanien. In den Vierteln halfen sich die Menschen gegenseitig. Wer keinen Akku mehr hatte, lud beim Nachbarn. Wer Essen hatte, teilte. Die Krise brachte die Menschen seltsamerweise zusammen. Das ist etwas Schönes. Aber vorher zu planen, ist noch schöner. Wenn du etwas mehr investieren kannst, sind tragbare Solarladeplatten eine großartige Option. Ein 100 bis 200 Watt Panel versorgt Telefon, Taschenlampe und ein kleines Radio problemlos. Und die Sonne scheint weiter, trotz Blackout. Wenn du ein größeres Budget hast, Hausbatteriesysteme, Tesla Powerwall oder ähnliche Produkte. Tagsüber Energie von der Sonne speichern, nachts nutzen. Bei einem Blackout um 12:32 Uhr, wenn alle Nachbarn ins Dunkel tauchen, sitzt du noch im Licht. Das ist sowohl Luxus als auch Sicherheit. Aber warte, das klang sehr teuer, oder? Lass mich dir eine Wahrheit sagen. Grundlegende Vorbereitung ist wirklich günstig. Mit 100 € kannst du viel tun. Wasserspeicher, Taschenlampe, Powerbank, kleiner Gaskocher und ein paar Konserven. 100 €, der Preis eines Abendessens. Lass uns jetzt einen Schritt zurückgehen und das große Bild betrachten. Ist die Energiewende schlecht? Nein. Erneuerbare Energie ist die richtige Richtung, aber Tempo und Planung sind entscheidend. Spaniens Fehler. Erneuerbare schnell integriert, aber die Netzstabilität vernachlässigt. Diese Rechnung kam teuer. Deutschland sollte aus diesem Fehler lernen. Glücklicherweise nimmt Deutschland dieses Thema ernst. Die Bundesnetzagentur hat den Spanien-Bericht untersucht und bestätigt, dass Deutschland die meisten Maßnahmen bereits umsetzt. Das ist eine gute Nachricht. Aber zwischen die meisten und alle gibt es einen Unterschied. ENTSO-E, der europäische Übertragungsnetzbetreiber, wird Anfang 2026 den Abschlussbericht zum Spanien-Ereignis veröffentlichen. Dieser Bericht wird nicht nur für Spanien, sondern für ganz Europa Maßnahmen enthalten. Auch Deutschland wird verpflichtet sein, diese Maßnahmen umzusetzen. Manchmal fragen mich Menschen, warum bist du so auf diese Themen fixiert? Meine ehrliche Antwort: Ich bin sowohl deutsch als auch türkisch. Ich trage 2 Kulturen in mir. Von der Generation, die in der Türkei aufgewachsen ist, habe ich geerbt. Morgen ist nicht immer wie heute. Vorbereitet zu sein, ist keine Respektlosigkeit. Es ist Klugheit. In der deutschen Kultur schätze ich Systemdenken, Planung, Ingenieurwesen. Dieses Land konzentriert sich auf Lösungen, wenn es ein Problem sieht. Und es wird diese Krise auch überwinden. Aber die Menschen müssen dem System nicht nur vertrauen, sondern auch einen Beitrag leisten. Jetzt erzähle ich dir etwas sehr Wichtiges. Die Tu-das-nicht-Liste bei einem Blackout. Was sollst du im ersten Schockmoment nicht tun? Nicht zum Markt rennen, nicht Social Media öffnen und stundenlang Nachrichten lesen. Und am wichtigsten, keine Panik. Panik ruiniert deine Entscheidungen. Ruhe schützt dich. Wenn ein Blackout beginnt, das Erste, was du tun musst: ruhig bleiben. Dann Notfallbox holen. Telefon sofort an die Powerbank anschließen. Radio einschalten. Mit Nachbarn kommunizieren. Und diese Reihenfolge ins Gedächtnis einprägen. Im Dunkeln, müde, unter Stress, rettet dich die Reihenfolge. Öffne Kühlschrank und Gefrierschrank nicht. Das ist sehr wichtig. Ein geschlossener Kühlschrank kann bis zu 4 Stunden lang kalt bleiben. Ein Gefrierschrank sogar bis zu 24 bis 48 Stunden. Je seltener du die Tür öffnest, desto länger sind die Inhalte sicher. Wenn du elektrische Heizung zu Hause hast und es kalt ist, alle in einem Raum versammeln. Körperwärme heizt das Zimmer auf. Decken herausnehmen, dicke Kleidung anziehen. Das klingt primitiv, funktioniert aber wirklich. Vergiss nicht, dass deine Vorfahren das jahrhundertelang so gemacht haben. Kommen wir zum Thema Medikamentenlagerung zurück. Wenn du Medikamente hast, die wie Insulin Kühlung benötigen, kannst du sie in ein nasses Handtuch einwickeln und an einem kühlen Ort lassen. Das ist eine vorübergehende Methode, aber sie kann 24 bis 48 Stunden gewinnen. Jede Stunde zählt.
Jede Stunde ist eine Tür. Lass uns jetzt über Kinder sprechen. In einer Krise geraten Kinder viel schneller in Panik als Erwachsene. Aber etwas Interessantes, wenn du ruhig bist, werden auch sie ruhiger. Die Energie des Elternteils überträgt sich auf das Kind. Das ist alles. Also schützt ein vorbereiteter Elternteil automatisch sein Kind. Erkläre Kindern vorher spielerisch, was in einer Krise zu tun ist. Frage: Was machen wir, wenn das Licht zu Hause ausgeht? Lernt die Antwort zusammen. Für sie kann das ein Abenteuer sein, ein Vorbereitungsspiel. Und dieses Vorbereitungsspiel kann in einer echten Krise Leben retten. Denk auch an ältere Nachbarn. In einer Krise sind die verletzlichsten. Ältere, Kranke und Alleinlebende. Hier kommt die Nachbarschaftskultur ins Spiel. Vor der Krise sagen: Wenn etwas passiert, klopf an meine Tür. Dieser Satz kann vielleicht eines Tages ein Leben retten. Jetzt kommen wir zum letzten Teil, das große Bild. Energiesicherheit ist nicht nur Sache der Regierungen. Jeder Einzelne, jede Familie, jede Nachbarschaft ist Teil dieser Gleichung. Egal wie stark das System ist, ohne die Vorbereitung der Menschen ist echte Sicherheit nicht möglich. Spanien hat uns das gelehrt. Portugal hat uns das gelehrt. Tschechien hat uns das gelehrt. Nordmazedonien hat uns das gelehrt. 2025 war das Jahr, in dem Europa seine Netzfragilität ein weiteres Mal klar und deutlich gezeigt hat. Das ist eine Warnung. Und Warnungen ernst nehmen ist klug. Aber lass mich auch das sagen. Deutschland ist eines der am besten vorbereiteten Länder der Welt in dieser Hinsicht. Es gibt das BBK. Es gibt umfassende Krisenpläne. Es gibt regelmäßige Übungen. Wenn du in Deutschland lebst, kannst du dem System vertrauen. Aber dem System zu vertrauen ersetzt keine persönliche Vorbereitung. Krisen lehren uns immer etwas. Was brauchen wir wirklich? Wenn der Strom ausgeht, ist nicht das Telefon wichtig, sondern die Verbindung. Nicht der Kühlschrank, sondern das Essen. Nicht der Fernseher, sondern die Information. Krise setzt die Prioritäten zurück. Und das ist manchmal erhellend. Mein letzter praktischer Rat. Nachdem du dieses Video gesehen hast, tu sofort Folgendes. Nimm ein Blatt Papier, zeichne 3 Spalten. Erste: Habe ich bereits. Zweite: Kaufe ich diese Woche. Dritte: Plane ich nächsten Monat. Und fülle diese Liste aus. Konkret sein bringt in Bewegung. Im nächsten Teil gebe ich dir eine detailliertere Vorbereitungsliste. 3 Stufen, je nach Budget. 100 Euro, 300 Euro und 1000 Euro. Was ich für jede Stufe empfehle, wo du es kaufst, wie du es lagerst. Praktisch, konkret, fernab von unnötiger Panik. Bleib dran. Als der Krisenwolf ist das Wichtigste, was ich dir sagen kann. Vorbereitet zu sein ist keine Angst. Es ist Stärke. Im Dunkeln zittert deine Hand nicht, weil du eine Taschenlampe hast. Du machst dir keine Sorgen, ob dein Geld weg ist, weil du Bargeld zu Hause hast. Vorbereitung ist Freiheit. Das ist das Ende dieser Folge, aber der Anfang deiner Vorbereitung. Mach heute einen kleinen Schritt. Kauf nur eine Flasche Wasser, nur eine Taschenlampe, nur eine Konserve. Kleine Schritte machen einen großen Unterschied. Und eines Tages, vielleicht in einer fernen Zukunft, wirst du dir für diesen kleinen Schritt danken. Schöne und friedliche Tage. Der Krisenwolf aus Berlin.